Hallo zusammen. Heute möchte ich mal über ein anderes Thema sprechen. Und zwar etwas, das mich schon viele, viele Jahre beschäftigt. Und ja, es ist kein angenehmes Thema. Es gibt sicher viel angenehmere Sachen darüber zu sprechen, aber ich betrachte es einfach als Notwendigkeit. Und zwar geht es um die Reizdarmproblematik. Ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile schon seit 7 Jahren, schon seit bald 7 Jahren unter dem Reizdarm leide. Nun, wie ist das Leben mit dem Reizdarm? Es ist nicht so, dass es eine schlimme Krankheit ist, dass man stark darunter leidet, aber es ist eine Krankheit, die einem im Alltag sehr stark einschränkt, die einem im Alltag sehr stark beschäftigt. Und das ist nicht ganz ohne, sage ich jetzt mal so, aber es ist nicht so, dass man jetzt extrem krasse Schmerzen hätte oder sowas. Also ich denke, man kann es schon als chronische Krankheit bezeichnen, weil wenn man so viele Jahre darunter leidet und nie eine Lösung dafür gefunden wurde, dann kann man es schon als eine chronische Krankheit bezeichnen. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, es ist natürlich nicht vergleichbar mit schlimmeren Krankheiten, das auf jeden Fall. Aber es ist einfach im Alltag ist es sehr stark einschränkend und es ist wirklich mühsam, damit zu leben. Und mit der Zeit findet man sich so halbwegs zurecht, aber es ist halt trotzdem eine starke Belastung für die Betroffenen. Und ich wollte einfach mal das Thema auf den Tisch bringen. Ich wollte das Thema ansprechen, weil ich denke, es ist etwas, das mich sehr stark beschäftigt und ich möchte da nicht einfach dazu schweigen. Nun, als erstes vielleicht, wie kam es überhaupt zu dieser Reizdarmerkrankung? Denn die ist nicht einfach so in der Luft entstanden. Die entstand durch eine Lebensmittelvergiftung, die ich mir vor 7 Jahren im Urlaub geholt habe. Und anfangs dachte ich mir nichts dabei. Ich hatte die Lebensmittelvergiftung geholt, ging nach Hause, ging zum Arzt, habe Medikamente bekommen, habe danach noch diverse Abklärungen gemacht und alles und habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Ich hatte auch einen Kollegen, der hatte genau die gleiche Lebensmittelerkrankung, mit dem war ich da im Urlaub und der hatte genau dieselbe, am genau gleichen Restaurant die Erkrankung geholt. Und nach einigen Tagen habe ich dann immer gemerkt, es wird nicht besser, es bessert sich nicht, ich habe immer noch das gleiche Problem wie vorher. Und dann bin ich mal zu diversen Ärzten gegangen, habe diverse Abklärungen gemacht. Da ist natürlich standardmäßig immer die Stuhlprobe drin, dass sie schauen, ob irgendwelche Bakterien das auslösen, ob es noch irgendwelche Bakterien im Verdauungstrakt hat. Und da fanden sie nichts, da haben sie nichts gefunden. Da habe ich weitere Abklärungen gemacht und ja, mit der Zeit dachte ich dann, ach komm, das geht schon wieder weg, weil der Arzt hat mir auch gesagt, ja, nehmen Sie mir ein paar Medikamente, das geht dann schon wieder alles weg und das wird dann schon wieder. Und dann habe ich das einfach am Anfang auch geglaubt und ich habe dann auch angefangen, noch Probiotika zu nehmen und verschiedene andere Sachen. Und immer wieder dachte ich, jetzt habe ich die ultimative Lösung gefunden, jetzt geht es mir plötzlich besser. Und das war aber immer nur sehr kurzfristig. Und das hat sich mittlerweile über diese 7 Jahre hinweggezogen. Und da fragt man sich natürlich zu Recht, wie ist so etwas überhaupt möglich? Wie kann man dann 7 Jahre so lange an dieser Krankheit leiden? Und es ist tatsächlich so, dass ich das am Anfang unterschätzt habe. Ich dachte am Anfang, ach komm, das geht schon wieder weg. Bis jetzt, ich war es nicht gewohnt, so eine chronische Krankheit zu haben, weil das hatte ich vorher noch nie. Und ich hatte dann immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert, also verschiedene Medikamente, Aktivkohle, dann auch verschiedene Detox-Kapseln, Ballaststoffe, schlussendlich auch Flohsamenschalen, die nehme ich immer noch, weil die lindern das Problem schon etwas ab. Es ist nicht so, dass es die ultimative Lösung ist. Übrigens, ich mache hier keine Werbung für diese Produkte. Ich habe sie nur zu Demonstrationszwecken hier, weil, wie schon gesagt, ich habe bis jetzt die ultimative Lösung leider für mich noch nicht gefunden und wahrscheinlich gibt es auch nicht die ultimative Lösung. Aber wie schon gesagt, ich habe sehr viele Produkte ausprobiert, immer wieder was Neues, immer wieder was anderes, bin auch zu Spezialisten gegangen. Natürlich auch die Darmspiegelung habe ich auch über mich ergehen lassen. Und dort haben sie leider Gottes, oder sagen wir besser,
Zum Glück haben sie nichts gefunden, weil dort finden sie dann Krebserkrankungen oder was wirklich Schlimmes. Das haben sie dort zum Glück nicht gefunden. Nichtsdestotrotz, ich leide weiterhin unter dieser Krankheit. Was man zu dieser Problematik auch noch dazu sagen muss, ist vielleicht, dass der Darm ein komplexes Gebilde ist, was ich gelernt habe. Es ist halt nicht so einfach, dort die Probleme zu entdecken. Ich habe auch viel mit Ernährung probiert. Ich bin diverse Male zu verschiedenen Ernährungsberatungen gegangen. Und obwohl die Tipps, ich möchte nicht sagen, die waren nicht gut oder haben bei mir nicht funktioniert, es gab schon ein paar Sachen, die haben ein bisschen gewirkt. Aber halt nie wirklich, dass das Problem wirklich behoben war, sondern mal hat sich etwas ein bisschen verbessert oder es war ein bisschen weniger schlimm. Und ja, das war auch, teilweise sind diese Ernährungsprogramme, die angegeben werden, beispielsweise die FOD, die sogenannte FODMAPs-Diät, die ist schon sehr radikal. Also wenn man sich strikt nach dieser Ernährungsweise richten möchte, dann muss man sich extrem stark einschränken. Und bei mir hat das halt nichts gewirkt, diese FODMAPs-Diät. Und da habe ich auch gesagt, ja, für was schränke ich mich dann weiter ein? Weil dann ist es unmöglich, auswärts essen zu gehen, wenn man sich strikt nach dieser Ernährung richten möchte. Und natürlich kann man bei seiner Ernährung schauen, auf was man achtet. Natürlich gibt es da immer wieder gewisse Sachen, die man machen kann, aber es ist bei mir, habe ich festgestellt, wie nicht der Haupttreiber. Weil irgendwas muss hier bei dieser Lebensmittelvergiftung, irgendwas an diesem Darm hat sich durcheinander gebracht. Und es ist halt schwierig herauszufinden, was. Ich habe wirklich schon diverse Sachen ausprobiert und ich bin immer noch dran, weiterhin weitere Sachen auszuprobieren, um endlich eine Lösung für diese Problematik zu finden, weil es ist wirklich, ja, es ist nicht immer sehr angenehm mit dieser Erkrankung, weil viele Leute verstehen das halt nicht. Die verstehen das halt nicht, wenn man halt dann, ich sage jetzt mal, den halben Tag auf dem Scheißhaus sitzt. Das verstehen halt viele Menschen nicht. Und das ist auch für einen selber nicht angenehm. Das will man ja. Das will man ja auch nicht. Das ist verschwendete Zeit schlussendlich. Nun stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Und diese Frage habe ich mich schon ein paar Mal gestellt. Und ein paar Mal habe ich mir auch eingeredet, hey, das bringt alles nichts, komm, leb einfach mit dieser Erkrankung, das geht schon irgendwie, du kommst ja irgendwie zurecht im Alltag. Und irgendwie muss ich sagen, nee, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich möchte nicht mehr unter dieser Krankheit leiden, weil sie schränkt mich ein im Alltag. Sie macht mir den Alltag schwer. Und klar gibt es gewisse Hilfsmittel, die man nehmen kann und die einem den Alltag etwas erleichtern. Aber schlussendlich, ich möchte einfach nicht mehr unter dieser Krankheit leiden, weil es ist einfach eine so starke Einschränkung. Und es gab Zeiten, da habe ich resigniert, da habe ich gesagt, hey, komm, ich lebe einfach damit. Und mittlerweile muss ich sagen, nee, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich werde alles tun, damit ich das möglichst stark eindämmen kann. Vielleicht läuft es auch darauf hinaus, dass man die Symptome bekämpfen muss, dass man es so stark eindämmen muss, dass die Symptome praktisch verschwinden. Und da bin ich auch noch diverse Abklärungen am machen. Das Problem ist halt momentan, dass man auf die Fachärzte sehr lange warten muss, dass man meistens mehrere Monate für einen neuen Termin, nur schon für einen Besprechungstermin warten muss. Und das ist anstrengend, das ist so. Aber ich habe mir gesagt, dass ich das Problem beheben möchte. Ich möchte damit umgehen. Und ich möchte auch anderen Menschen helfen, die das gleiche Problem haben, die auch unter dieser Krankheit leiden. Es kann ja nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die unter dieser Krankheit leidet. Weil ich habe mal im Internet gelesen, ich habe mal einen Artikel gelesen, dass anscheinend ein großer Teil der Menschen unter dieser Krankheit leidet. Aber vielfach wird das halt nicht angesprochen. Es wird halt wie unter den Teppich gekehrt. Und deshalb möchte ich das mal ansprechen, weil es kann ja nicht sein, dass man einfach jahrelang unter dieser Krankheit leidet und nichts passiert. Es muss ja eine gewisse Aufklärung darüber stattfinden. Deshalb, ja, fühlt euch frei, in den Kommentaren eure Geschichte zu schreiben. Fühlt euch frei, Tipps und Tricks, die euch geholfen haben, zu schreiben. Da bin ich natürlich immer sehr dankbar dafür.
Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da eine Lösung finden in Zukunft, weil ja, es ist eine starke Belastung. Und ja, ich hoffe, dass ich das wieder in den Griff kriege. Gut, das war es von meiner Seite. Mal ein Abstecher in ein etwas anderes Thema, in eine andere Problematik. Ja, ich bin dankbar für einen Kommentar und man sieht sich. Macht's gut. Bye bye.